ja, herzlich willkommen. Ihr seht es, wir sind immer noch mitten im Umzug. Jetzt ist natürlich geht's um Kohlbrunn. Jetzt müssen wir alles packen. Jetzt zeigen wir euch mal, wie zügeln wir in so einer Werkstatt. Wir haben jetzt Montag, am Donnerstag kommt der LKW, da muss es ratzfatz gehen. Das heisst, alles muss auf Palett sein, muss mit der Ameise, mit dem Stapel greifbar sein. Vom Gewicht her kein Thema, 30 Tonnen, das haben wir, glaube ich, nicht. Mal schauen. Also das heisst, es kommt wirklich alles mit. Drehbank, Fräsmaschine, alles komplett. Und wie viel hat die Drehbank? Die Drehbank ist ca. 1,5 Tonnen. Also dort werden wir niemals daherkommen, ich schätze mal. Also die werden irgendwo zwischen 15 und 20 Tonnen sein. Wie viele Paletten? 34 Palettenplätze haben wir. Wir können 3, 4 aufeinander biegen. Darum ganz wichtig, die Höhe ausnutzen. Alles, was du halt dann musst, die Hand nehmen beim Umzug, am Umzugstag, das nervt eigentlich nur. Töffli, alles Museumszeug ist ganz klar. Das ist die zweite Priorität, weil als allererstes muss natürlich die Werkstatt eingerichtet werden, dass wir wieder schrauben für euch. Das ist nur ein Scheissdreck im Fall, um die alle einbiegen. Oh nee, muss das sein? Ja. Nicht gut. Was muss er zu mir? Ja, ist drauf. Ja. Oder steh du schnell da drauf gehen und planen. Aber kommen wir raus? Oh. Nein. Oh. Oh. Fuck. Ja, die hat 2 Meter da, das lange nicht. 3,11 Meter. Ja gut, wenn wir die Hölzchen wieder... Oh nein, das ist... Ja, den Rahmen müssen wir rausnehmen. Dann nehmen wir das noch raus und dann geht's. Ich war ja nicht wahnsinnig lange da rein. Unten natürlich viel länger, etwa 10 Jahre, aber da oben sind das nur 4 Jahre jetzt. Es ist von Hobby zu Beruf ist das so ein bisschen gewachsen und das ist, wir haben immer gesagt, das Haus der 100 Schalter, also da hat es an jedem hohen Pfosten und irgendwo hinten, sogar an der Decke oben hat es noch 2. Und da ist wieder mal irgendwo eine Lichtbahn dazugekommen oder irgendein Museumslicht für die Abendstimmung. Und dann einfach überall Schalter, dort hinten, da vorne. Oberkatastrophe. Und Saarland ist alles mit Bewegungsmeldern unten dran. Also alles, was mit Arbeiten zu tun hat, sage ich mal, mit dem Tagesgeschäft, ist mit Bewegungsmeldern. Und alles, was Abendstimmung, Museumsbeleuchtung ist das alles nachher über das Tablet steuerbar. Auf das freue ich mich ganz besonders. Das heisst, der 100 Schalter gehört die Geschichte an. Jetzt Tag 3? Warte mal. Ja, Tag 3. Und jetzt? Jetzt gehen wir mal in den Keller, aber da oben gibt es nicht mehr viel zu tun. Da haben wir schon ziemlich viel eingepackt. Jetzt gehen wir mal schauen, was der Krieg und der Matti machen. 1, 2. Oh, schön. Jesus Gott, Moment. 1, 2, 3.
wir dann wieder anschrauben. Nein, 98. Nein. Gut. Macht so etwas. Marco! 2. Oh. Voll für die Ewigkeit, aber das ist jetzt knapp 2 Jahre her. Baust wieder alles ab. Mein schönes Wäldchen, das ich gebaut habe. Das ist das schöne Monster. Ja. Nein, da tun wir noch nicht drüber. Ich will jetzt einfach drüber. Einfach immer in die Ecke hindern. Ja, nein, das müssen wir dann schon noch zügeln. Ignorieren, solange es geht. Ja, einfach nicht dran denken. Und wieso hast du jetzt das müssen sagen? Entschuldigung. Wir haben wirklich gemeint, wir können ihn einfach mal ausbauen. Aber das ist alles hydraulisch. Weil der Motor, der läuft nicht einfach so, oder? Du brauchst einen guten Kran. Aber er steht jetzt da, einfach sein lassen. Einfach sein lassen. Ui. Was ist das für eine sind? Ja. Das sind 72. Am 30. Januar ist die Werkstatt wieder offen und dann muss einfach alles mal sein. Die Eröffnung kommt viel, viel später, am 25. Mai, weil nachher geht es natürlich noch darum, auch wenn die Werkstatt läuft, es kommen noch unheimlich viele Sachen. Also ein Bar muss noch eingebaut werden, die ganze Filmecke, das Museum muss eingerichtet werden. Da kommt natürlich auch ganz viel von den Eltern noch runter, also ein komplettes Kino mit alten Bildwerfern. Und das braucht unheimlich viel Zeit. Ich bin jetzt schon seit 2 Monaten, würde ich sagen, bin ich nur quasi das Ganze am Vorbereiten. Ja, Saarland, das ist natürlich mega geil. Das liebe ich über alles. Das war ein Betonwerk. Es ist schmuddelig, oder? Also es ist wirklich, es hat dick Staub, halber Santi dick Staub auf den Haarträger. Die Grundinstallationen sind gemacht. Also das Licht, heute Abend funktioniert das Licht überall. Ich weiss nicht, wie viele 100 Meter Kabel das der schon verleiht hat dort rein. Die ganzen Luftleitungen, das ist alles auch schon vorinstalliert. Der Kompressor muss noch angeschlossen werden. Es gibt noch Zuwachs bei uns ab dem Februar. Wir erweitern unser Angebot oder? Und das tun wir euch dann noch vorstellen. Ja, ich würde sagen, ich muss noch etwas machen. Muss ich schon Tschüss sagen überhaupt? Nein. Ja, mach mal. Also gut. So schön! Jawohl! Oh yes! Scheiße! Das ist Wahnsinn. Jetzt? Ja, wobei. So, also, ihr seht es, dunkle Halle. Wir sind jetzt wieder zurück ins Saarland. Also kommen wir mal mit. Wir haben ja gesagt, Kohlbrunn, das Haus der 100 Schalter. Das ist hier vorbei. Das erkläre ich euch gleich neuer. Weil, da kommt dann nachher unsere Trennwand. Und dann machen wir hier die Türen auf. Und dann macht man... Nein, das ist natürlich geil. Komplett alles mit Bewegungsmeldern.
Hier innen haben wir unseren Bearbeitungsraum, das heisst Drehen, Fräsen, Schweissen, Schleifen. Also es wird eigentlich einfach wie richtig. Saubertauglich etc. Die Bewegungsmelder die kann ich nachher auf 10 Sekunden einstellen. Und sobald nichts mehr bewegt wird da unten, ist es dunkel und dann geht bei mir oben das rote Licht an. Nein, Quatsch. Also das wird nachher, das ist quasi der Schraubenbereich. Also da sind Lift, da ist ein Arbeitsplatz. Das sind eigentlich auf diese Länge sind 4 Arbeitsplätze. Da hinten sind 2 Arbeitsplätze mit eben unserem neuen Angebot. Also erfahren wir dann so Frühling, Sommer, was da passiert. Da sehen wir zum Beispiel die Türen, die kennen ihr ja auch. Also die haben wir natürlich auch wieder mitgenommen, weil das ist etwas, das findet man auch nicht im Alltag, oder? Das ist so eine richtig massive Eichentüre, die kommt da rein. Und der Rest ist dann eben nur optisch verschlossen. Das sehen Sie, das kommt auch bald. Das gibt ein richtig geiles Highlight mit dem eben Setzkasten für Erwachsene. Und jetzt sollte es theoretisch da innen auch funktionieren. Wir schauen mal, machen mal die Türen auf. Hüpfen mal. Ah, jetzt. Und das ist noch viel heller da innen. Da innen, da wird gedreht, gefräset, geschliffen. Da hinten, da kommt ein Schweißvorhang. Ihr seht es, wir haben das bereits auch schon mit Fermacell auskleidet, einfach wegen Brandschutz. Schweißtisch und so quasi ein Tisch für unsere Rahmenlehre separat und alles, was da innen ist, weil unser Neuzukömmling nimmt sehr, sehr geile Maschinen mit. Also es gibt noch zum Drehbank und der kleinen manuellen Fräse gibt es noch eine NC-gesteuerte Fräse, wo man viel mehr machen kann. Es gibt eine Hornmaschine, es gibt diverse neue Sachen. Und das ist quasi alles auf dieser Seite. Jetzt kommt es noch ein bisschen darauf an, wie sich der Cyril noch ein bisschen benimmt in den nächsten paar Wochen. Weil wir hatten mal gedacht, dass man den Cyril vielleicht sogar aus seinem Keller rausholt und aus den Kellerrasseln quasi da einen schönen Arbeitsplatz gibt mit Fenster etc. für Tankversiegelung. Also das muss auch da hier. Ja, von der Kellerrassel zum. Wie sagen wir das? Der verschrickt jedes Mal, wenn er reinkommt. Wie gesagt, das war ein Betonwerk. Also der Boden, der gönnt schon keinen Preis an sich. Also ich finde halt, das hat immer Charme, oder? Da hat es diverse Stehbölzen, die wir abgeschnitten haben. Es ist richtig hell, es ist wirklich geil. Und Lichtfarbe, Uta. Ja, es ist richtig hell. Ja. Wow, das ist mal Licht, oder? Einfach so quasi nicht punktuell, sondern es ist wirklich, man sieht es auf der Fläche, es ist traumhaft. Und gleichmäßig ist es. Ja, sehr, sehr schön. Ja, mega geil. Von etwa 32 Meter Lichtschiene und da außen haben wir 44 Meter. Also gut. Da vorne ist das Museum und der Eventbereich. Und das Filmen? Genau, da wo jetzt die Auto steht, ist genau dann etwa meine Werkbank. Hebebühne ist irgendwo da. Schön mit drin. Also da kommen nachher auch noch 2, 3 Autos rein, etc. Da im Ecke gibt es eine grosse Bar. Und ihr habt richtig gehört, Events, weil wir haben jetzt in Kohlbrunn immer das Problem gehabt, dass wir keine Frühlingsausstellung und nichts machen konnten, weil wir haben rundum keinen Platz hatten. Das ist jetzt hier zum Glück anders. Man kann die Location dann auch mieten für Geburtstagsanlässe, für Firmenanlässe etc. Das kommt jetzt alles noch ein bisschen aus. Ich schätze mal, das werden bis etwa 100 Personen sein. Weiter werden wir auch Führungen anbieten, die dann das Werkstattteam macht. Das heisst, ich und der Kriegel, ich und der Marco, ich und der Martin, was auch immer. Auf jeden Fall ist dann da das Empfangshäuschen und da oben, auf das freue ich mich ganz besonders, da tun wir von dem WC-Häuschen die Plattform verlängern bis da vorne. Und das da oben, das gibt Bandbühne. Also das wird richtig geil. Und dann da oben, also die ganze Fläche da oben sind gerade nochmal 250 Quadratmeter. Im Vergleich vor der Grundfläche in Kohlbrunn sind 160 gewesen. Und dann wird das etwa so bis in die Hälfte. Das ist dann alles Eventbereich, Museum. Und da hinten dran, die andere Hälfte, ist dann noch ganz ein bisschen etwas Lager und vor allem Büro. Da gibt es einen Lift, einen Kran, 2 Kräne drauf und schweissen unten einen Korb mit einer Plattform mit 2 Türchen und dann kann man den befüllen und das Zeug so da unten abnehmen. Ja, ganz, ganz wichtig, 25. Mai, schreibt euch das ein. Da gibt es eine riesen fette
Einweihungsparty inklusive Frühlingsausstellung. 2 Tätowierer sind da, wo man sich live tätowieren kann. Barbier, es gibt ganz viele so lustige Sachen. Sicher Liveband, fette Party am Abend, den ganzen Nachmittag, Halligalli. Sehr ein grosser Tag für uns. Das darf man feiern, das muss man feiern und das machen wir auch.